Warum FIFA? Ja, weil ich Fußball liebe. Deswegen ist das auch so eine Sache. Ich spiele keine anderen Spiele, weil die mich eigentlich nicht so interessieren. Für mich ist halt einfach das Thema Fußball. Ich bin komplett Fußball verrückt. Seit ich klein bin, habe ich Fußball gespielt. Zwar nicht im Verein, aber immer mit Freunden. Und von daher, das ist der Grund. Ich liebe einfach schnellen Kombinationsfußball. Es macht einfach Spaß, das zu gucken und es natürlich selber zu spielen. Also ich bin Tim. In der FIFA-Szene kennt man mich auch unter dem Namen The Stranger. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus der Nähe von Wiesbaden, das ist ein kleiner Ort, Taunusstein heißt der, und bin ab 1. Oktober E-Sportler für SK Gaming im FIFA-Bereich. Angefangen hat das eigentlich nicht mit FIFA, also ich habe mich am Anfang noch nicht für FIFA interessiert, sondern eher für Fußball. Eigentlich jeden Tag war ich auf der Straße, habe mit Kumpels gespielt und irgendwann bin ich dann aufs Land gezogen und habe dann ein bisschen eher FIFA gezockt, habe dann damit angefangen und jetzt bin ich FIFA-Spieler. Ich hatte auch PES gespielt, vor FIFA sogar noch. Eigentlich war das auch so der Anfang, danach kam so ein bisschen FIFA. Und halt Mario Kart, das war eigentlich auch so der erste Kontakt mit Gaming. Also ich war eigentlich in FIFA immer ziemlich gut gegen meine Freunde, wenn ich gegen die gezockt habe. Irgendwann haben sie auch keine Lust mehr gehabt, gegen mich zu spielen. Das war so, da habe ich gesehen, dass ich ziemlich gut bin eigentlich. Und dann FIFA 17, also vor 3 Jahren hat es dann angefangen, da gab es dann den ersten Wettbewerb, diese Weekend League in FIFA. Habe mich dann in die Ranglisten und die Top 12 in Europa gespielt. Bin dann nach Madrid zu diesem Turnier gekommen, bin direkt Zweiter geworden auf der Playstation. Und dann habe ich mir so gesagt, oh, ich bin wirklich richtig gut. Und ja, so hat es dann angefangen. Dann habe ich mich dadurch für die WM qualifiziert. Und dann kam mein erster Verein, mein erstes Team auf mich zu, FC Basel. Der hat mich damals unter Vertrag genommen, habe dann die erste WM gespielt. Und dann noch 2 weitere Saisons, wo ich mich auch für die WM qualifizieren konnte. Und ich hoffe natürlich auch nächste Saison. Ich habe damals natürlich immer das Ziel gehabt, auch nicht nur international zu spielen, sondern auch national. Das war beim FC Basel nicht mehr möglich. Ich durfte nicht mehr bei der VBL Club Championship teilnehmen. Und das war natürlich ein großer Traum von mir, dort diese Club Championship zu spielen und natürlich auch zu gewinnen. Das ist das große Ziel. Und ich hoffe, dass wir das natürlich auch schaffen. Am Anfang, wenn das neue FIFA rauskommt, sitzt du schon so 10 Stunden vor der Konsole. Und wenn es dann so ein bisschen, wenn es dann so in die Saison geht, denke ich, sind das so 4 Stunden am Tag, die du dann spielst, wenn du gegen andere Pros und so trainierst. Ich denke, ich habe einen ziemlich offensiven Spielstil, Kreativfußball. Ich versuche Tiki-Taka zu spielen wie Barcelona früher unter Pep Guardiola. Das ist eigentlich so das, was ich spielen möchte, wenn es das Gameplay natürlich zulässt. Schnelle Attacken natürlich, gutes Pressing nach vorne. In der Defensive sollte auf jeden Fall Varane dabei sein von Real Madrid. Einfach ein extrem schneller Innenverteidiger und das ist sehr wichtig in FIFA natürlich, damit du hinter die schnellen Stürmer, hinter denen auch herkommst. Und in der Offensive, Gullit ist extrem wichtig, vor allem er kann defensiv agieren und offensiv agieren. Und dann hast du natürlich einen Cristiano Ronaldo, an dem kommt eigentlich keiner vorbei. Messi wird wahrscheinlich auch wieder eine gute Alternative sein, ein Neymar, ein Mbappé. Das sind so die Namen, die eigentlich bei jedem im Team sein werden. Ich weiß noch damals, die ersten Turniere, ich war extrem nervös, wirklich so richtige Zitterhände, das war schon extrem heftig. Mittlerweile, ich weiß halt, dass wenn ich verliere, dass dann nicht die Welt untergeht. Von daher da kommt natürlich die ganze Erfahrung damit mit der Zeit, die du dann bekommst. Also das Thema Nervosität hat sich auf jeden Fall sehr verbessert über die 3 Jahre. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für die E-Sport-Szene natürlich, weil wenn du dauerhaft natürlich kann es dir auch helfen, wenn du nervös bist, Nervosität gehört immer dazu, aber zu viel Nervosität, das geht dann nach hinten los und das ist natürlich wichtig, das über die Jahre zu lernen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Also eigentlich kann ich alles machen, auch wenn ich kein Pro-Player wäre. Und das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, wäre an Wochenenden, wenn du am Wochenende die Qualifier spielst, kannst du halt nicht mit deinen Kumpels abends rausgehen, irgendwas unternehmen oder so. Das ist halt das, was du in Kauf nehmen musst dafür. Aber das mache ich auch gerne. Also ich bin mal gespannt, in FIFA 19 war es halt so, dass sehr viele Bugs genutzt worden sind beim Zocken, dadurch sehr viele Tore gefallen sind. Aber ich denke, dass FIFA 20 auf jeden Fall dem E-Sport wieder gut tun wird, dass es nicht mehr Volleyschüsse aus 30 Metern und mit dem Rücken zum Tor schießen und in den Winkel, dass es einfach wieder normaler Fußball wird und ich denke, dass das dann auch sehr gut aussehen wird bei der VBL.
Mischa und ich spielen eigentlich ziemlich gleichen Fußball. Deswegen denke ich, werden wir uns auch gut ergänzen, wenn wir in ein 2 gegen 2 Duell gehen. Mirza hat natürlich auch viel Erfahrung. Wir haben ja damals 2018 war es, glaube ich, auch im VBL-Finale gegeneinander gespielt. Prey ist auch schon sehr erfahren, auch in anderen Spielen, soweit ich weiß. Von daher bin ich mal gespannt, was wir diese Saison zusammen reißen werden. Also ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Mein großes Ziel ist erstmal wieder international auch bei den Offline-Turnieren zu performen, nicht nur online zu Hause, sondern auch dann auf den Turnieren super Leistungen zu bringen. Und natürlich national gesehen möchte ich unbedingt die VBL Club Championship gewinnen. Die VBL natürlich am besten auch, also ich möchte Titel gewinnen auf jeden Fall. Ja, und international war ich wohl letzte Saison, beim ersten Turnier war ich nah dran, das erste Turnier sogar zu gewinnen. Da lief es noch sehr gut. Und dann gab es halt so einen kleinen Knick. Aber ja, Titel, das ist auf jeden Fall das Ziel für die Zukunft. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Ja, ich bin jetzt bei SK Gaming. Ich hoffe, ihr unterstützt uns und unser ganzes Team. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um eine sehr, sehr starke Saison zu spielen. Natürlich auch auf Titeljagd zu gehen. Und natürlich können wir da auch eure Unterstützung gebrauchen. Das wird auf jeden Fall eine spannende und packende Saison. Also drückt uns die Daumen und verfolgt uns.